Mein Kind ist Uma und ist ein kleines Baby, das am Wachsen ist, mit schon 2 Zähnchen, ist immer gut gelaunt, immer aufgestellt und meine ganze Freude. Und ich bin Carla, ich bin jetzt 40 und wir wohnen und leben in Winterthur, zusammen mit dem Ralf, der mein Partner ist, und der Uma, ihrem Papi. Ich mache ein paar Sachen anders, als die Konvention vorsieht. Das hat angefangen mit der Schwangerschaft, wo ich keine Vorsorgeuntersuchung gemacht habe. Also nicht zum Frauenarzt bin und alle Untersuchungen gemacht habe und Ultraschalls und so, die dort vorgesehen sind, sondern mich mit einer Hebamme vorbereitet habe, die eigentlich nicht viel mehr gemacht hat, als mit mir reden und ein bisschen Blut durchmessen. Ultraschall finde ich in meinem Fall unnötig, weil ich gesund bin, nicht vorbelastet, eine normal verlaufende Schwangerschaft hatte und einfach das Gefühl hatte, ich muss da nicht irgendwelche Sicherheiten haben durch Ultraschall, wo ich persönlich eine invasive Technik finde. Es ist eine Technik, die erfunden worden ist, um gegnerische Unterseeboote aufzuspüren und ist dann irgendwann später in die Schwangerschaftsuntersuchungen aufgenommen worden. Und ich glaube, wenn ich alle Vorsorgeuntersuchungen gemacht hätte oder alle Tests, die man heute machen kann und wo man so reingeraten, wenn man einfach beim Frauenarzt irgendwie mal anfängt, hätte ich, glaube, vor der Geburt noch einen Burnout gehabt. Also das wäre mir viel stressig gewesen. Der Jack kommt von da und kommt von da. Lieblingsmusik? Ich hatte eine recht lange Geburt. Ich habe angefangen daheim. 2 Tage und 2 Nächte in der Wehe. Und am 3. Morgen bin ich dann ins Spital. Weil meine Hebamme gefunden hat, du, vielleicht musst du ins Spital. Und ich habe auch das Gefühl, irgendwie komme ich nicht weiter, es ist irgendwie nicht die Reichweite. Und habe ein urgutes Spitalerlebnis gehabt. Super Hebamme. Und habe dann am 3. Morgen meine Tochter dann ziemlich schnell geboren. Ich habe mich für eine Geburt daheim entschieden, weil ich meine Wohnung auch gerne habe. Ich habe mir sehr schön und geschützt vorgestellt, um in dieser Wohnung zu gebären. Und mir war einfach wichtig, ich wollte einfach kein medizinisches Ereignis aus dieser Geburt machen und gefunden, von Anfang an ins Spital macht für mich keinen Sinn. Ich hatte keine Angst, also vor allem nicht um mich, dass mir etwas passieren könnte, um mein Kind auch nicht. Ich hatte nie einen Moment, wo ich das Gefühl hatte, jetzt ist irgendwie das Kind gefährdet. Aber man kann schon, je nachdem, mit wie viel Angst dass man trainieren geht, oder wenn man Angst schon in seinem Feld hat als Thema, aus welchen Gründen auch immer, ist die Schwangerschaft und die Geburt also eine Herausforderung, um sich nicht von Angst leiten zu lassen, sondern von innerer Zuversicht und Kraft und Stärke. Und eine Frau kann gebären. Das ist eigentlich mit dem Grundsatz, den wir trainieren. Eine Frau kann gebären und es kann es einem niemand zeigen und es muss einem auch niemand zeigen, weil man kann es. Als ich mich damit beschäftigt habe, wie man wickeln wird, bin ich automatisch bei Stoffwindeln gewesen, weil ich das Gefühl hatte, das ist die Alternative zu Wegwerfwindeln, weil Wegwerfwindeln mit der Chemie, die sie drin haben, sind eigentlich Sondermüll. Können wir in der Schweiz verbrennen, ein Haufen andere, also eigentlich der ganze Rest der Welt kann es nicht, also geht es in Landfill und bleibt eigentlich eine Umweltverschmutzung. Dann auf keinen Fall wollen. Und dann bin ich recht schnell am Konzept Windelfrei vorbeigekommen, in dem Buch «Babyglück» von Nadine Wenger. Windelfrei ist ein Konzept, das auf der Theorie basiert, dass ein Kind eigentlich nicht in die Windel machen will oder sein Nest beschmutzen, sprich dort, wo es liegt und schläft, müssen aufs WC gehen, sondern eigentlich möchte aufs WC gehen wie mir und das auch kann. Und das hat mir einfach gerade eingeleuchtet und gefunden, hey, das würde ich probieren. Und haben wir dann so Minimalausrüstung gekauft im Vorfeld. Es gibt so ein
Töpfchen, die man so hat, wo man dann drunter heben während dem Stillen, weil am Anfang ist Stillen und Ausscheiden ist zusammen und dann hat man da das Baby und unten dran das Töpfchen und das ist ein bisschen eine Gewöhnungssache. Und wir hatten eine Lotusgeburt gehabt. Das heisst, man gebärt das Kind, man wartet, bis die Plazenta rauskommt, man lässt die zusammen, Kind, Nabelschnur, Plazenta, und die Nabelschnur trocknet ein und wird dann irgendwann von selber abgefallen. Das heisst, das Kind ist die ersten 7 Tage neben der Plazenta gelegen. Es war Hochsommer, wir hatten eine Hitzewelle, es war nackt, sie ist auf Stoffwindeln gelegen und wir haben einfach die Stoffwindeln dann ausgewechselt, quasi unter dem Kind vorgenommen und wieder angetan. Und wo dann die Plazenta weg war, am 7. Tag, habe ich gefunden, gut, jetzt probiere ich das mal mit dem Abhalten und das Gefühl, ja, ich habe mal den Töpfchen unten an, wenn ich das Gefühl habe, ich muss, und es hat gerade geklappt. Und ich fand, da geht, okay. Gut, legen wir die Windeln an. Windelfrei ist ein bisschen ein irreführender Begriff auf Deutsch, weil es impliziert, dass man keine Windel anhat, was meistens nicht der Fall ist. Es heisst im Englischen heisst Elimination Communication, was quasi Ausscheidungskommunikation heisst. Das ist ein unmögliches Wort im Deutschen, aber es trifft es eigentlich mehr, weil wir haben Wollenhöschen, die eine Einlage drin haben, wo, wenn man etwas nicht verwünscht, kann man die Einlage rausknöpfen und eine andere einknöpfen. Und die Hauptsache ist aber eigentlich, dass man probiert, seinem Kind zuzulassen und zuzuschauen und Signal deuten, damit man weiss, wenn das aufs WC gehen muss. Es gibt verschiedene Arten, wie man merken kann, dass das Kind aufs WC geht. Das Kind gibt Zeichen. Also es bewegt sich vielleicht entsprechend, es macht einen entsprechenden Laut, Gestik, Mimik, so Sachen. Es gibt sogenannte Standardsituationen beim Windelfrei, wo man sagt, wenn das Kind verwacht, geht man aufs WC. Wenn man es zum Tuch ausnimmt, geht es aufs WC. Wenn man zum Beispiel mit dem Auto irgendwo angeht, in Mexiko ist, nachher irgendwo ankommt, geht es aufs WC. Eigentlich Situationen, wo wir auch aufs WC gehen. Es gibt das Timing, wo man einfach probiert zu spüren, okay, nach 20 Minuten oder nach dem Stillen muss ich 3-mal oder wie auch immer. Und dann gibt es die Intuition, wo du einfach merkst, hey, ich glaube jetzt. Wer schneller ist. Ich verwünsche. Mein Partner hat schon 2 erwachsene Kinder, also sehr erwachsen, zwischen 20 und 30 Jahre alt, und hat die damals mit Stoffwindeln gewickelt. Also es war sehr eine Freude, als ich gefunden habe, also Stoffwindeln ist für mich auf jeden Fall klar. Und dann, als ich mit Windelfrei gekommen bin, habe ich mir zuerst nicht so gedacht, weil ich dachte, es klingt ja aufwendig am Anfang, und es ist auch ziemlich aufwendig in den ersten paar Monaten. Und habe gedacht, mal schauen, wenn er das aufnimmt. Er war aber sofort interessiert. Ich fand, ja klar, probieren wir, wieso nicht. Er macht es ein bisschen anders. Also ich bin mehr auf Zeichen fixiert und Timing. Und der Ralf schafft eher mit Intuition. Und liegt recht oft richtig. Und ich kann mir es nicht vorstellen, zum Windelfrei machen, wenn der Partner nicht mitzieht. Das stelle ich mir schwierig vor. Magst du den auch sitzen? Ja. Windelfrei hat für mich den Vorteil, dass mein Kind nicht 24 Stunden in einer Windel ist, und zwar in einer Plastikwindel. Der zweite Vorteil ist halt auch, dass das Kind kennenlernt, spielerisch oder von Anfang an weiss, hey, eigentlich kann ich oder sollte ich aufs Töpfchen, man verwünscht es nicht immer, aber es gibt nicht dann eine riesige quasi Umerziehung zu, hey, jetzt ist die Windel machen auf das Mal nicht mehr in Ordnung und jetzt ist da das WC. Und dann der Übergang ist ja für die meisten stressig, also den macht man einfach von Anfang an graduell, und in der Regel sind windelfreie Kinder auch viel früher dann trocken. Also ich rechne damit, dass sie wahrscheinlich nicht mehr allzu lange hat, bis sie dann selbstständig aufs WC, also laufen und so, aber das wird wahrscheinlich plus minus um die 2 sein, wo sie das selber kann. Und das ist ein grosser Vorteil. Wir tragen unser Kind im Tuch, weil es mir total einleuchtet, dass das Kind in den ersten Lebensmonaten
muss bei uns im Arm sein. Das Kind tragen, glaube ich, gibt einem Kind Geborgenheit, die es braucht, um die Welt kennenzulernen. Und das geht eigentlich bis ins Krabbelalter. Und Krabbeln, wenn sie anfangen zu krabbeln, das ist eigentlich das erste Zeichen, dass sie autonom weg von dir als Mutter oder als Betreuungsperson. Ich fühle mich selber auch sehr geborgen, wenn ich das Kind trage. Ich mache es sehr gerne. Ich finde nicht viel friedlicher als mit dem Kind im Tuch in den Wald laufen und dann dämmert es langsam weg und schläft friedlich. Und man würde eigentlich selber, glaube auch gerne so getragen werden. Ich bin unglücklich mit meinem Leben. Ich durfte bewusst schwanger werden. Also ich habe mir das ausgesucht. Ich war 38 Jahre nicht schwanger und dann bin ich schwanger geworden. Ich konnte das so gestalten, dass das voll im Fokus war. Ich habe einen Mann, der voll mitzieht. Ich habe ein Lebensmodell im Moment, das mir entspricht. Und ich glaube, dass, wenn man es will oder als Herausforderung anschaut, dass Mutterschaft ein Katalysator ist in Sachen Selbstentwicklung. Es ist eine Chance. Es ist eine Chance, um erstens dein Kind so in die Welt zu bringen, wie du dir vorstellst. Es ist aber auch eine Chance, um dein eigenes inneres Kind nochmal nachnähren. Also ich habe das Gefühl, dass alles, was ich für die Oma mache oder alle, was auch nicht, extra Kurven, die du nimmst oder alle Liebe, die du gibst, die gibst auch dir eigentlich nochmal und du heilst dich eigentlich ein Stück weit auch selber. Und da finde ich eine einmalige Chance, glaube im Leben von einer Frau, via Mutterschaft nochmal aufs eigene innere Kind zugehen und dem nochmal eine Heimat geben. Ich wünsche mir für die Uma, dass sie aufwachsen und aufblühen, genauso wie sie ist und ihr Licht zeigen und nichts muss verstecken und kann authentisch sein, dass sie die wichtigen Sachen im Leben lernt, hoffentlich auch von uns. Wie man mit Gefühlen umgeht, wie man mit Mitmenschen umgeht, wie man mit seinen Träumen umgeht, wie man atmet. Ja, so ein bisschen diese Sachen.